for English subtitle. Push the subtitle button. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Mein Intro-Tierchen heute, ein wunderhübscher Mississippi-Alligator. Krokodile ist natürlich so eine Sache, das wissen wir alle. Man braucht wahnsinnig viel Platz, um Krokodile halten zu können. Diese Mississippi-Alligatoren braucht man umso mehr Platz, weil sie riesengroße Viecher werden, mit über 3 Meter, 4 Meter gar. Ist natürlich nur für einen Zoo oder für zoologische Einrichtungen oder für vielleicht extrem Reiche, die sich so ein Ding in den Keller bauen, oder also es ist für ganz wenige natürlich machbar. Nichtsdestotrotz, ich bin der totale Krokodil-Fan, das wisst ihr wahrscheinlich, und ich finde die wunderhübsch. Deswegen möchte ich sie euch zeigen. By the way, die kosten ja auch richtig Geld. So ein Tier kostet 2.000, 3.000 Euro. Jetzt, wenn der ein oder andere, der das sieht, oder vielleicht der Nicht-Insider, der sagt, oh, wie kann man Krokodile verkaufen oder sowas, nochmal ganz ausgiebig betont, das kann man natürlich nur, wenn man diesen großen Platz zur Verfügung stellt. Und wie gesagt, wenn sich jemand für 2.000, 3.000 Euro oder runde 3.000 ein Tier kauft, dann kauft er das nicht mal im Vorbeigehen und hält es daheim in der Badewanne. Also von dem her, glaube ich, muss man da keine Angst haben, dass das in falsche Hände kommt. Da ist diese oder diese Schwelle schon relativ hoch. Und deswegen tue ich auch guten Gewissens solche Tiere anbieten zum Verkauf. Und ich würde mal behaupten, in den 30 Jahren, wo ich das Geschäft mache, wüsste ich nicht ein Krokodil, das irgendwie dann am Baggersee aufgetaucht ist oder wo, wie gesagt, in der Badewanne sein Leben fristen musste oder sowas. Ich glaube, dass die Leute da schon wirklich vernünftig damit umgehen und wirklich nur der das Tier kauft, der es wirklich halten kann. Unser Thema heute ist reife Dame, junger Kerl. Darf man das? Geht das? Das wollen wir heute behandeln. Hintergrund ist einfach, immer wieder in der Terroristik heißt es, nee, die sind noch zu jung zum Paaren, das kann man nicht machen oder das geht nicht oder das ist gefährlich. Das wollen wir heute behandeln. Schlangen, Echsen, Schildkröten, ab wann dürfen die denn überhaupt paaren? Da gehen wir heute drauf ein. Hintergrund für die heutige Folge ist eine E-Mail, die ich bekommen habe vor ein paar Tagen. Dadurch fiel mir das eigentlich überhaupt ein, das mal zu behandeln. Da hat mir jemand geschrieben, ja, ich war am Samstag bei euch und habe 2 kleine Kornattern gekauft. Ich bin völlig enttäuscht von euch, ihr habt mich ganz schlecht beraten. Ihr habt gesagt, ich soll die Kornattern am Anfang getrennt halten, so das erste halbe Jahr. Und so in einem halben Jahr, wenn sie schön groß sind, wenn sie besser fressen, dann könnte ich die Kornattern zusammensetzen in ein Terrarium. Und der oder die Kundin, die hat jetzt im Internet erfahren, dass um Gottes Willen, wenn die Kornattern mit 6 Monaten, wenn man die zusammensetzt, dann paaren die sich womöglich, wenn sie ein Jahr alt sind, und das wäre ja ganz schlimm und ganz schrecklich und da täten sie, was weiß ich, sterben oder weiß der Herrgott was. Auf jeden Fall hat er erfahren, dass man natürlich auf keinen Fall die Kornattern als Jungtiere zusammenhalten darf, frühestens mit 3 Jahren, weil sie sich schon, wie gesagt, paaren und das ganz schlimm und schrecklich für die Tiere wäre. Das möchte ich in dieser Folge heute widerlegen, will ich drüber reden. Das Ganze bei Schlangen, Echsen, Schildkröten. Hier symbolisch habe ich jetzt hier so ein Sunset-Männchen auf dem Arm. Der hat eigentlich so die passende Größe, beziehungsweise Sunset habe ich gewählt, weil jetzt klar, bei teuren Tieren probiert man die ja möglichst bald miteinander zu verpaaren. Das ist jetzt ein 2019er Männchen. Den werden wir jetzt Ende des Jahres als Zuchtmann schon einsetzen, weil er einfach alt genug ist. Ne? Man kann mal schauen, der hat, ja, guckt mal, hier sieht man es eigentlich ganz gut. Das Weiße hier vor meinen Fingern, das ist Sperma, was er hier an seinen Penissen hat. Ne? Also der hat Sperma ausgebildet.
wenn dieser Python in Afrika rumkriecht mit seinen 700 Gramm oder 600 Gramm, was er jetzt hat, und Sperma drin hat, und wenn der an irgendeinem Weibchen vorbeikommt, dann wird er das Weibchen bepaaren. Egal, ob das Weibchen jetzt 1 Kilo hat, 2 Kilo hat oder gar 5 Kilo hat, ne? Dann wird er mit dem Weibchen paaren. Das ist so die Natur. Und das ist auch absolut okay, und dann werden irgendwann vermutlich Babys rauskommen, weil er hat funktionierendes Sperma. Also für ein Männchen ist es sowieso ganz normal, sich probieren zu paaren, sei es in der Natur oder aber auch im Terrarium, ne? Also wieso soll der jetzt im Terrarium nicht paaren dürfen, wenn er in der Natur paaren würde oder paaren dürfte, ne? Der liebe Gott, der kommt bestimmt nicht vom Himmel runter und scheucht die auseinander, du bist zu klein. Nee, macht er nicht. Die würden paaren, und wie gesagt, das ist okay, das ist die Natur, spricht natürlich gar nichts dagegen. Das Bedenken ist wahrscheinlich oft andersrum, von wegen, ach, aber wenn das Weibchen zu klein ist, ne? Ich habe jetzt gerade vorher gesagt, ein Königspython mit einem Kilo, ich würde denken, bei einem Kilo wird es relativ knapp, aber selbst wenn da ein Weibchen mit einem Kilo rumkriecht, wird der versuchen, das Weibchen zu bepaaren. Ist dieses Weibchen paarungsbereit, sprich, sie hat Follikel ausgebildet, ne? Das muss man auch wissen, bei den Reptilien ist es ja so, paarungsbereite egal, Schlangen, Echsen, Schildkröten, die bilden Follikel aus. Das heißt, die Follikel fangen an zu wachsen. Die Paarung findet statt. Diese Paarung stimuliert vermutlich auch das Follikelwachstum, also die Follikel werden größer und werden dann bei der Ovulation oder beim Eisprung von dem Sperma befruchtet. Und aus diesem Follikel wird dann ein Ei. Ja, in diesem Ei ist dann ein Reptilienbaby drin, beziehungsweise es gibt auch lebendgebärende Reptilien, aber da ist der Ablauf im Prinzip ähnlich mit der Befruchtung. Ja. Im Rückschluss heißt es, wenn dieses Weibchen, sei es jetzt sagen wir Königspython, wirklich auch bloß 600-700 Gramm hat, ja, das Männchen kriecht rum, da kriecht ein 700 Gramm Weibchen rum, dann merkt das Männchen, oder das Männchen, sagen wir so, das Männchen hat dann kein Interesse an dem 700 Gramm Weibchen, weil dieses 700 Gramm Weibchen nicht paarungsbereit ist. Die hat keine Follikel ausgebildet. Ich denke mir oder ich vermute, dass es vielleicht auch irgendwelche Gerüche oder Pheromone, das ist ja immer so ein Schlagwort, da gibt, die dem Männchen signalisieren, okay, das Weibchen ist bereit oder nicht. Bei manch anderen Reptilien ist übrigens die Färbung, ne, wenn wir Halsbandleguane nehmen oder Chamäleons zum Beispiel nehmen, wenn die paarungsbereit sind, haben die eine bestimmte Färbung. So signalisiert die Natur dem Männchen, jawohl, das Weibchen ist soweit oder ist nicht soweit. Aber kommen wir nochmal auf unser Kornater-Beispiel zurück. Hier mal zwei Jungtiere, Safran und Ghost Motley, wen es interessiert. Generell plädiere ich ja oft auf die Einzelhaltung, weil die Tiere einfach besser fressen. Das ist jetzt nochmal ein anderes Thema, beziehungsweise so haben wir die Kundin auch beraten. Die hat noch kleinere Babys gekauft, wie die jetzt waren, und haben gesagt, sie soll sie doch am Anfang, wenn es geht, getrennt halten, noch 10-mal füttern oder sowas, und dann kann sie die zusammensetzen. Wenn ich jetzt die zwei Tiere habe und die sind ein Pärchen, ja, wohlgemerkt, ja, den Hinweis auch noch dazu, bitte keine zwei Männer zusammenhalten. Männer sind in der Natur wirklich Rivalen, und das sind sie auch im Terrarium. Wenn ich jetzt zwei Männer ins Terrarium setze, die mögen sich nicht, die wollen sich aus dem Weg gehen, und das können sie nicht im Terrarium, ne? Aber in dem Fall war es ein Pärchen. Was kann passieren? Die Tiere wachsen weiter, sind irgendwann mit einem Jahr, haben die vielleicht dann so 60, 70 Zentimeter. Und das ist dann wohl die kritische Phase, wo die Gerüchte durchs Internet gehen, um Gottes Willen, wenn die sich jetzt mit 60, 70 Zentimeter paaren. Ich behaupte, wenn sie zu klein sind, paaren sie erst gar nicht. Wie gesagt, weil dann der Mann an dem Weibchen kein Interesse hat. Sind sie tatsächlich alt genug, ja, ist das Weibchen paarungsbereit, sprich hat Follikel, und sie paaren tatsächlich, dann wird das Weibchen ihre, in dem Fall wahrscheinlich 5 Eier oder wie viel, oder 6 oder sowas, ne? Dann hat die einfach viel weniger Eier, legt die ab,
Mir persönlich, ich habe nie, oder so eine Angst ist irgendwie, ja, die ist ja viel zu klein, die kann dann die Eier nicht legen oder kriegt eine Legenot. Habe ich noch nie selber erlebt, habe ich noch nie einen dokumentierten Fall im Internet gesehen, hatte ich noch nie im Bekanntenkreis. Ich glaube nicht, dass die Natur ist doch nicht so dumm und lässt ein Weibchen, das zu klein ist zum Eierlegen, diese Eier ausbilden. Ne? Also der Körper, die Natur ist doch so schlau, so clever und sagt sich, okay, die ist groß genug, die kann Eier legen, also wachsen die Eier im Bauch und dann legt die ab. Ne? Das wäre doch, die Tiere würden doch in der Natur aussterben, wenn sie wirklich so dumm gebaut wären und sowas passieren könnte. Ne? Das macht für mich gar keinen Sinn. Ich behaupte, dass es sich gleich auch mit Echsen so verhält. Ne? Beispiel Bardergamen haben wir vielleicht oft. Ne? Viele tun Pärchen oder eine kleine Gruppe Bardergamen aufziehen. Ne? Männchen, 2 Weibchen oder 3 Weibchen. Die zieht man als Jungtiere zusammen auf. Irgendwann im 2. Jahr sind die geschlechtsreif. Die fangen an zu paaren. Die Weibchen legen Eier. Alles ist gut. Ne? Ich habe noch nie gehört, dass da irgendein halbwüchsiges Bardergamenweibchen plötzlich probiert hat, Eier zu legen und ist dran gestorben. Bei Schildkröten behaupte ich, verhält sich es ähnlich. Die Zuchtfarmen, die ich schon überall auf der Welt besucht habe, sei es jetzt Aldabra-Zuchtfarmen, ne, die Riesenschildkröten, oder sei es in El Salvador tun sie die Pantherschildkröten züchten oder andere Arten, selbst europäische Landschildkröten werden da gezüchtet. Die werden zusammengehalten und wenn sie groß genug sind, dann paaren sie sich. Oder die Teju-Farmen in Argentinien, ne? Die Tiere werden zusammen großgezogen, sind sie paarungsbereit, fangen sie das Paaren an. Ja? Also mir persönlich ist kein Fall bekannt, wo die Tiere irgendeinen Nachteil hatten, weil sie zu klein waren und deswegen körperlichen Schaden genommen haben durch die Paarung oder Vermehrung. An dieser Stelle gleich mal der Aufruf an euch, wenn ihr wirklich der Meinung seid, beziehungsweise nicht der Meinung seid, wenn ihr wirklich konkret dazu was beisteuern könnt und sagt, ja, aber doch, ich hatte eine Bardergame, die war zu klein, die starb an Legenot, weil sie zu klein war. Ja, also bitte wirklich nicht, ich weiß, Bardergamen, es gibt sicher Bardergamen, die an Legenot sterben. Meiner Meinung nach nicht, weil sie zu klein sind, sondern weil sie keinen gescheiten Ablageplatz hatten oder das falsche Klima hatten. Oder Beispiel Chamäleons. Man hat oft bei Chamäleons, Jemen-Chamäleons ist oft ein Problem mit Legenot. Die einfachste, billigste Ausrede ist zu sagen, die hat Legenot, die war zu klein. Das halte ich eigentlich in den Fällen, die mir bekannt sind, dann immer für eine Ausrede. Nee, die war nicht zu klein. Es war einfach keine ideale Ablagemöglichkeit vorhanden, meiner Meinung nach, ne, wenn sowas passiert. Ne. Und egal wie klein oder wie groß die war, auch bei einem großen Chamäleon hat es keinen guten Platz zum Ablegen, dann stirbt es an Legenot. Ne. Aber nicht, wie gesagt, nicht, weil es zu klein ist oder irgendwas. Habt ihr irgendwelche konkreten Fälle oder könnt ihr es widerlegen oder habt Argumente, ne, dass wir einfach mal drüber diskutieren, freue ich mich. Wenn ihr Argumente habt, postet sie bitte hier unten unter YouTube, bin ich echt mal gespannt drauf. Ein minimales Argument habe ich, was ich, wenn ich mir jetzt so meine Gedanken drüber mache, was ich gefunden habe. In der Natur können die Tiere sich ausweichen. Ne? Habe ich das Pärchen im Terrarium, dann sind die auf Gedeih und Verderb, wie man so schön sagt, aneinander gebunden. Ne? Die können aus dem Terrarium nicht raus. Wie gesagt, deswegen vorher auch gesagt, keine 2 Männchen, ne? Weil die wollen auseinander. Aber habe ich ein Pärchen im Terrarium, dann sind die beieinander. Das Männchen könnte theoretisch das Weibchen bedrängen. In der Natur könnte das Weibchen abhauen, wegkriechen, was es im Terrarium nicht kann. Ich habe noch nie beobachten können, jetzt speziell bei Schlangen, dass ein Mann ein Weibchen bedrängt, das, wie gesagt, noch nicht bereit oder noch nicht in der Lage war, sich zu vermehren. Wir kennen das Problem bei Echsen vielleicht, bei Bardergamen. Man sagt ja, man soll bei Bardergamen zum Beispiel kein Pärchen halten miteinander, weil das eine Männchen immer mit dem einen Weibchen paart und das eine Weibchen dadurch Stress hat. Man soll immer Zuchtgruppen machen, ein Mann, 2, 3 Weiber. Dieses Phänomen gibt es natürlich. Allerdings hat es auch wieder nichts mit der Größe zu tun, sondern einfach, dass
in der Natur das eine Weibchen dem einen Mann ausweichen könnte, kann es in der Terroristik nicht. Deswegen brauche ich 2, 3 Weibchen. So wird die Paarerei auf die Weibchen verteilt. Bei Leopardgeckos ist es zum Beispiel auch ähnlich. Und die Tiere haben keinen Stress durch das, dass sie dem Männchen nicht abhauen können. Aber wie gesagt, das ist wieder eine Sache, was nicht mit der Größe zu tun hat. Nochmal hier als Beispiel 2 junge Aldabra-Schildkröten. Klar, so junge Aldabras, die sind gerade mal ein Jahr alt, die werden nichts paaren anfangen. Aber der Einfachheit halber, ich wollte jetzt hier keine so riesen Tiere herschleppen. Ihr kennt aber wahrscheinlich so das Typische bei den Schildkröten, ne? Das Männchen sitzt auf dem Weibchen und paart auf dem Weibchen rum. Also die Schildkrötenhalter werden das kennen oder andere werden das aus Zoos oder sowas kennen. Ne? Männchen sitzt drauf, meistens macht es irgendwelche Geräusche oder sowas, ne? Und bepaart das Weibchen. Ihr müsst auch sehen, in der Terroristik oder bei den Reptilien, beziehungsweise eigentlich bei allen Tieren, eine Paarung ist nicht immer Babys oder automatisch Babys machen oder Babys kommen. Ne? Das ist weder beim Mensch so, ne? Wenn wir jetzt mal den Mensch betrachten, da haben wir 1 Monat zwischen Eisprung zu Eisprung haben wir 1 Monat. In dem 1 Monat gibt es, ich weiß nicht, runde 10 fruchtbare Tage. Und die anderen 20 Tage passiert, ich würde bald mal sagen, zum Glück gar nichts, trotz Paarung. Ne? Und bei den Reptilien ist es ähnlich, bloß dass die Reptilien, die meisten Reptilien haben in einem Jahr, also haben einen Zyklus von 1 Jahr, von Eisprung zu Eisprung. Oder manche Reptilien haben noch ein halbes Jahr, die 2-mal im Jahr Eier legen. Aber die meisten haben einen Zyklus von 1 Jahr. Eine Paarung, die da stattfindet, hat auch noch gar nichts zu heißen. Ne? Selbst wenn ein Männchen ein Weibchen bepaart, muss es nicht, wie gesagt, kommen da nicht automatisch Eier oder Babys, sondern das war eine Paarung. Selbst wenn das Sperma übertritt, muss auch noch nichts passieren, solange in dem Weibchen nicht irgendwelche große oder heranwachsende Follikel drin sind, die befruchtet werden können, passiert nämlich rein gar nichts. Auch das ist ein Punkt, den wir da vielleicht berücksichtigen müssen. Eine kleine Anekdote noch zum Schluss. Ich war mal vor, ich glaube jetzt schon wieder fast 20 Jahre her, in Daytona auf der Breeders Expo in den USA mit Brian Barczyk am Tisch zusammen. Habe da ein paar Königspythons von mir bzw. von Afrika gebracht. Die waren so 3 Monate alt und haben tatsächlich, irgendwo gibt es glaube ich noch ein Foto, ich glaube in einem von meinen Büchern, wenn mich nicht alles täuscht, ist noch ein altes Foto drin. Da haben 2 Königspythons, die waren 3 Monate alt, die waren da, oder das Männchen war irgendwie am Paaren mit dem, also wahrscheinlich da ist nachts kalt geworden oder ein bisschen kälter geworden auf der Messe. Die Kühlphase hat den wohl stimuliert und da hat dieses 3 Monate alte 150, 200 Gramm Königspython Büblein da irgend so ein anderes Tier, weiß nicht immer, ob es ein Weibchen war oder ob er halt einfach das nächstbeste Tier genommen hat und hat es bepaart. Also da passiert gar nichts und das ist eigentlich ein gutes Beispiel dafür, dass die Natur da schon aufpasst, dass da nichts aus dem Ruder läuft. Was natürlich hier nicht falsch rüberkommen soll, diese Folge lang, klein und groß zusammen hält man natürlich auch nicht. Ne? Also weder bei Bardergamen hier, ne? Also keiner käme wahrscheinlich auf die Idee, so eine adulte Bardergame mit so einem kleinen, hübschen zusammenzuhalten. Das würde nicht gehen. Da muss man Angst haben um das kleinere Tier, aber nicht wegen Paaren, sondern natürlich, weil er vielleicht gebissen oder gar gefressen wird. Das Gleiche gilt aber auch für Schlangen und gilt auch für Schildkröten. Ich darf den Größenunterschied nie übertreiben. Ne? Ich würde mal sagen, so 10, 20, 30% ist in Ordnung. Ja, 30 kommt ein wenig auf die Sache drauf an. Aber liebe Leute, also wie gesagt, bei Echsen ist, glaube ich, seltener ein Problem, da denkt jeder ein bisschen weiter. Bei Schlangen, da kriege ich manchmal die Frage, ja, darf ich mein Königspython-Baby zu einem großen Königspython reinmachen? Nein, dürft ihr nicht, aber nicht, weil die dann miteinander paaren würden oder weiß der Herrgott was, sondern weil das einfach für das kleine Tier ein unheimlicher Stress ist. Ne? Das große Tier hat das zigfache Körpergewicht, die liegen in einem Terrarium, die würden auch in der Natur nie zusammenliegen, ne? Weil das kleine Tier allein durch das, also rein physisch ist das dann schon im Stress, ne, durch das große Tier. Und
Deswegen hält man sowas natürlich auch nicht zusammen, sondern schön in verschiedenen Terrarien. Und wenn die Tiere ungefähr die gleiche Größe haben, kann ich die zusammenhalten. Oder wenn ihr an das Intro zurückdenkt, wenn ich ein Königspython Weibchen habe mit 2, 3, gar 4 Kilo und ich habe ein Männchen mit 600, 700 Gramm, dann kann ich den mal 1, 2 Nächte zu dem Weibchen reinmachen zum Paaren, aber auch nicht miteinander halten, weil das kleine Tier einfach dann permanent einen körperlichen Stress hat durch das große Tier und deswegen das kleine Tier früher oder später dran zumindest krank werden würde. Wenn euch Reptil TV gefällt oder wenn euch Reptil TV hilft, freue ich mich. Das ist meine Intention, deswegen mache ich diese kostenlose Filme. Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr so lieb seid und im Gegenzug mich bzw. uns etwas unterstützt. Zum einen, wenn ihr Terraristik-Produkte braucht, freue ich mich, wenn ihr sie bei uns bei M&S Reptilien kauft. Abonniert bitte den Channel, das hilft uns auf jeden Fall weiter. Macht die Glocke an, dann tut es immer aufpoppen, wenn ein neuer Film kommt. Und dann haben wir euch noch ein zufälliges Video und das letzte Video, wenn ihr noch mehr von Reptil TV sehen wollt.